Ja, wir haben es gerade auch noch einmal gehört, wenn man sich hier auf den Straßen umhört, dann sagen viele, wenn wir jetzt nicht zum Karneval gehen, dann können wir nirgendwo mehr hingehen. Ist in diesen Tagen überhaupt ein Großevent sicher? Naja, das, was der IS möchte, was Islamisten möchten, ist, unsere Art zu leben zu zerstören, Angst zu verbreiten, so dass vor allem in der Öffentlichkeit das normale Leben immer eingeschränkter wird. Und deshalb sind gerade Großevents natürlich bedroht oder deshalb versucht man da Drohungen auszusprechen, damit die Leute zu Hause bleiben, damit das eben spürbar wird. Es geht nicht so weiter. Und Menschen tun recht daran, sich diese Freude nicht nehmen zu lassen. Also sicherlich sind wir sind bedroht bei großen Ereignissen, aber wir sind auch bedroht, wenn wir ins Kaufhaus gehen, wenn wir in die Fußgängerzone gehen. Also wir haben ja erfahren, dass Islamisten überall zuschlagen können, dass sie noch nicht mal mehr davor zurückschrecken, eine Kleinkindergruppe im Park zu überfallen. Und von daher muss man wirklich auch ein bisschen mehr Gelassenheit zeigen. Und auf der anderen Seite ist es aber dennoch natürlich ein Auftrag an die Politik, alles zu unternehmen, dass das ein baldiges Ende findet. Und diese beiden Dinge müssen eben zusammengehen. Auf der einen Seite, dass wir sagen, wir sind eine starke Gesellschaft, wir lassen uns die Freude nicht nehmen, wir werden unsere Art zu leben auch nicht verändern unter dem Eindruck von akuter Gefährdung durch Islamisten, aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite ein klarer Auftrag an die Politik, alles zu unternehmen, damit dieser Spuk wieder ein Ende hat und die Sicherheit tatsächlich hergestellt wird. Also geht es hier natürlich auch um das Spiel mit der Angst. Wir haben es auch im Beitrag schon erwähnt, dass jeder Vierte überhaupt darüber nachdenkt oder sich schon entschieden hat, nicht zum Karneval zu gehen, weil etwas passieren könnte. Was ja auch in den letzten Jahren immer weiter aufgefallen ist, es braucht keine große Vorbereitung für so eine schreckliche Tat. Inwiefern macht das dem Islamischen Staat und alle anderen Terrororganisationen noch viel gefährlicher? Ja, es macht sie absolut unberechenbar. In einer Zeit vor 10 Jahren, als die ganz großen Anschläge da waren, da konnte man natürlich besser dagegen vorgehen, wenn man gewappnet war. Also diese großen Anschläge wie in Paris, Bataclan die Redaktion von Charlie Hebdo, die sind ja auch durchgeführt worden, obwohl man damals schon eine Gefährdungslage hatte. Aber wenn jetzt der Aufruf ergeht, und er ist ja ergangen, an Islamisten einfach ein Messer zu nehmen, Alltagsgegenstände und irgendjemand abzuschlachten, davor ist man nicht geschützt. Ja, dafür ist man wirklich nicht geschützt. Und sicherlich ist die Bevölkerung aufgerufen, ja, Merkwürdigkeiten sofort zu melden oder auch darauf zu achten, ob sich irgendjemand im eigenen Umfeld stark verändert. Ja, also meistens bleiben solche Radikalisierungen ja nicht ohne Spuren. Die Menschen verändern sich auch optisch und oder ziehen sich mehr zurück oder posten radikale Dinge. Also es ist nicht so, dass das aus heiterem Himmel kommt, sondern man kann das durchaus, glaube ich, auch als Gesellschaft schon ein bisschen in den Blick nehmen. Sollte man aber auch tun. Frau Schütter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, sehr gerne.